AZ, Kosovo-Albaner, Kriegsflüchtling, Goldrapper. Mit seiner KMN-Gang feierte er einen Aufstieg, wie es ihn in Deutschland seit Agro-Berlin so nicht mehr gab. Von Straßenrap bis hin zu Afro-Trap haben sie ab 2016 regelmäßig neue Standards gesetzt. Interviews gibt AZ allerdings kaum und daher wissen viele nur das, was er in seinen Songs über sich preisgibt. Doch wer genau ist er, wo genau kommt er her und wie ist er zu dem geworden, der er heute ist? All das erfährst du hier bei Ride. AZ bzw. Granit Musa wurde am 6. März 1993 im heutigen Kosovo als Sohn albanischer Eltern geboren. Allerdings nicht, wie viele behaupten, in Tirana, sondern in der nordöstlichen Grenzstadt Podujev. Dort wuchs er die ersten 4 Jahre in ärmlichen Verhältnissen auf, bis seine Eltern 1997 die Entscheidung trafen, im Ausland ein besseres Leben zu suchen. Das schien auch ein gutes Timing gewesen zu sein, denn nur kurze Zeit später, am 28. Februar 1998, brach der Kosovo-Krieg offiziell aus. Das ist das Jahr, in dem auch AZs kleiner Bruder Albion geboren wurde. Und so kam AZ im Alter von 4 Jahren als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Genauer gesagt nach Dresden, wo sie in einem Sozialbau im Stadtteil Prohlis untergebracht wurden. Ein Viertel, das nicht nur für eine hohe Arbeitslosenquote und Verbrechen bekannt ist, sondern leider auch für rechte Gewalt und Ausgrenzung. 2017 versuchte hier sogar ein verwirrter Nationalist, ein Flüchtlingsheim anzuzünden. Es ist also nicht überraschend, dass AZs Kindheit hier nicht so sorglos verlaufen ist, wie es seine Eltern vielleicht gehofft haben. Im Viertel, aber auch in der Schule waren die beiden Brüder immer die Ausgegrenzten. Nicht nur, weil sie aus einem anderen Land kamen, sondern auch aufgrund ihres muslimischen Glaubens, der im Kosovo und Albanien weit verbreitet ist. Sein einziger echter Freund war der ein Jahr ältere Mitschüler Ali Rihilati, der später als Nash ebenfalls ein KMN-Member wurde. Für AZ war dies die wohl prägendste Zeit seines Lebens, wie er später feststellt. Er berichtet von Problemen mit seinen Mitschülern, aber auch mit den Lehrern, für die er kein Individuum war, sondern nur der Albaner oder der Moslem. Und als wäre das alles noch nicht genug, erlebte er bereits mit 5 Jahren seinen ersten großen Schicksalsschlag, als sein Vater in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Zwar überlebte er schwer verletzt, jedoch war er seitdem querschnittsgelähmt und musste rund um die Uhr von AZs Mutter gepflegt werden. Seitdem war der Traum der Familie in Deutschland, ein besseres Leben zu finden, in weite Ferne gerückt. Der Vater arbeitsunfähig und die Mutter braucht all ihre Kraft auf, sich um ihren Mann und die Kinder zu kümmern. Immerhin erlebte der junge AZ, der früh gelernt hatte, sich zu wehren, keine Gewalt. Dennoch können solche tragischen Erfahrungen schnell dafür sorgen, dass ein Mensch sich andere Bezugspersonen sucht. Und im schlimmsten Fall sind das dann Menschen, die selber auf die krumme Bahn gelangt sind. Und ähnlich war es leider auch bei AZ. Das und seine bedrückende Familiensituation war auch der Grund, dass er sich bereits in jungen Jahren zu kriminellen Machenschaften gezwungen sah. Parallel dazu gründete er mit Ali ihre erste Rap-Crew, die Ghetto Stars, die sich allerdings bald darauf aufgrund fehlendes Erfolges wieder auflösten. Trotzdem schaffte es der junge AZ ohne größere Konflikte mit dem Gesetz durch seine Teenagerjahre und machte sogar eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Ein Beruf, den er nach seiner Ausbildung allerdings nicht weiter verfolgte, da er seine, sagen wir mal, freiberufliche Tätigkeit als Drogendealer wichtiger fand. Und ja, durchaus verständlich, da zahlt man ja auch weniger Steuern. Zu ungefähr der gleichen Zeit, im Jahre 2010, gründete er mit seinem Schulfreund Ali dann die KMN-Gang, was wahrscheinlich für Küss meine Nikes oder kriminell steht, obwohl die echte Bedeutung niemals bestätigt wurde. Die Gang bestand fürs Erste auch nur aus den beiden Schulfreunden, die sich damals noch Asphalt und Achilles nannten, sowie einem unbekannten Dritten namens Insider. Unter diesen Namen brachten sie auch einige Singles heraus, die man heute noch auf YouTube hören kann. Schließlich veröffentlichte die Gang noch im selben Jahr ihr erstes Mixtape, das passenderweise KMN Gang hieß. Wie für Debüts üblich, verkaufte sich das allerdings nicht optimal und setzte gerade einmal knapp 100 Einheiten ab, was für die beiden Rapper allerdings mehr als genug war. Auf der Release-Party ihres Mixtapes lernten sie dann den aufstrebenden Rapper Suna kennen, der laut eigenen Aussagen unbedingt mit den Jungs rappen wollte, da sich seine eigene Crew hart am Limit zu diesem Zeitpunkt auseinandergelebt hatte. Er konnte sie direkt überzeugen und war von dem Abend an ein KMN-Member. Der Beginn eines Erfolgsrezepts, auch wenn die ersten Projekte hinter der Ray-Ban und Cannabis von Suna, das fertige, aber nicht erschienene Album Marlboro von AZ und Aspirin von Ali nichts Besonderes waren, wie sie heute selbst sagen.
In einem Interview beschreiben sie ihren damaligen Rap-Stil scherzhaft als Mischung von Kendrick Lamar, A$AP Rocky und Crow. Zufrieden war keiner der Member mit dem damaligen Zustand von KMN und die folgenden Jahre verliefen relativ ereignislos. Der kreative Wendepunkt sollte nämlich erst einige Jahre später erfolgen. 2014 bekam AZ erstmals größere Probleme mit dem Gesetz, als er wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. In etwa zur selben Zeit hatten die 3 KMN-Member ein weiteres prägendes Erlebnis. Auf dem Weg von Prolis in ein Innenstadtcafé mit dem bescheidenen Namen Kings hörten sie ein paar Lieder des Rappers Noisy. Der Kosovo-Albaner kombiniert Rap mit Dancehall, Pop und albanischen Einflüssen und das Ganze wird ziemlich catchy. AZ dreht sich vom Beifahrersitz nach hinten und sagte: „Was Noisy macht, ist mehr als nur Rap. Das wollen wir auch. Melodien, Musik machen, wie das am Ende heißt, ist doch egal." Beschwingt durch diese Inspiration und die Verurteilung produzierten AZ und Suna den Song Fuck the Police, der für die damals noch kleine KMN-Gang ein enormer Erfolg war. Dass die Police aber auch gerne mal zurückfuckt, zeigt sich im Oktober 2015, als AZ weitere, deutlich ernstere Probleme bekam. Denn während er noch auf Bewährung war, soll er bei einer Schlägerei jemandem ein Messer in den Rücken gerammt haben. 2 Jahre und 8 Monate Haft waren die Quittung dafür, die er allerdings erst ein Jahr später antreten musste. Zwischenzeitlich war AZ auch noch auf freiem Fuß und schrieb motiviert von seiner kommenden Gefängnisstrafe weiter an neuen Songs. Ironischerweise erreichte er dabei auch einen wichtigen kreativen Meilenstein. Am 7. Februar 2016 veröffentlichte AZ nämlich das Musikvideo zu Coca, der erste wirklich große Erfolg. Und schon wenig später erfolgte der endgültige Durchbruch für AZ, der Noisy-inspirierte Song Für die Familie, der am 1. Mai veröffentlicht wurde und wegweisend war für den weiteren Stil der KMN-Gang. Parallel stieß im Juli 2016 Miami Yassin dazu und das Erfolgsrezept der KMN-Gang schien endlich komplett zu sein. Und mit dem Lied Patte fließt erreichte AZ im Dezember desselben Jahres sogar erstmals die deutschen Singlecharts. Das konnte AZ, der einen Monat vorher seine Haft in der Dresdner JVA begonnen hatte, allerdings nicht mehr persönlich miterleben. Und obwohl AZ nicht an der Öffentlichkeit teilhaben konnte, hielt sich der KMN-Hype über die kommenden Monate und stieg sogar weiter an. Dann im März 2017, während AZ noch im Gefängnis war, gipfelte der Erfolg erneut. Mit dem Song Nummer 1, eine Kollaboration zwischen AZ, Suna und Noisy, wurde erstmals die Top 10 in Deutschland erreicht. Diese Single wurde vom Bundesverband Musikindustrie sogar mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet und gilt als kommerzieller Durchbruch der KMN-Gang. Seinen bisher größten Erfolg verbrachte AZ also isoliert in einer 9 Quadratmeter großen Zelle und wusste von seiner Chartplatzierung nur durch Erzählungen von Besuchern. Motiviert von der Hoffnung, nach seiner Entlassung an diesen Erfolg anknüpfen zu können, schrieb er im Gefängnis einen neuen Track nach dem anderen und konnte so seine Haftzeit sinnvoll nutzen. Ab Anfang 2018 erhält AZ regelmäßig Freigang und nimmt in dieser Zeit sein Debütalbum auf, das aus seinen neuen Texten besteht. Das Fast Life getaufte Album erschien am 30. März 2018 und erreichte die Spitzenposition in den deutschen, österreichischen und Schweizer Albumcharts. Und es hat sein musikalisches Portfolio um weitere tropisch-albanisch angehauchte Sounds erweitert, die bis heute prägend sind. Darin verarbeitet er seine eigene Geschichte und wandelt zwischen einer reflektierten Sicht über seine schwere Jugend und Glorifizierung seiner kriminellen Aktivitäten. Ein Spagat zwischen Real Talk und Film, der ihm äußerst gut gelingt. Am 4. April 2018 wurde AZ dann aus dem Gefängnis entlassen und schloss einen Labelvertrag von knapp 1 Million Euro ab. Seitdem ist er zwar finanziell mehr als gesichert, aber seine Wurzeln hat er trotzdem nicht vergessen. Das zeigt sich beispielsweise in den großzügigen Aktionen, die AZ regelmäßig durchführt. So konnte ein Fan vor einigen Jahren aufgrund schwerer Krankheit nicht zu einem Fantreffen kommen, weshalb der Rapper einfach kurzerhand zu ihm nach Hause gefahren ist. Ziemlich cool. Und dann bewies AZ 2018 erneut ein großes Herz, als er eine riesige Lebensmittellieferung an Menschen aus dem Kosovo verteilte und selbst durch abgelegene Teile des Landes fuhr und die Menschen belieferte. Absolut ehrenvoll. Später hat AZ ein weiteres Mal eine coole Aktion hingelegt und seiner Mutter ein Haus gekauft. Letztes Jahr folgte dann wieder ein Tief im Leben des jungen Rappers, als sein Vater nach langer Krankheit verstarb. Tragischerweise auch nur 2 Tage nach der Veröffentlichung des Albums Super Plus von AZ und Suna.
Im selben Jahr veröffentlichte AZs jüngerer Bruder Albion seinen ersten Track, der für Newcomer-Verhältnisse äußerst gut angekommen ist. Mittlerweile ist AZ, wie auch die KMN-Gang selbst, eine feste Größe im Deutschrap und wirklich jedes neue Lied ein großer Erfolg. Seine neuesten Lieder Lass los mit der deutsch-albanischen Sängerin Durata Dora und Remontada mit dem französischen Rapper Sofiane erreichten Millionen Klicks in Rekordzeit. Sie zementieren weiter, was in den vergangenen Jahren klar wurde: AZ wird über lange Zeit eine Deutschrap-Legende sein. Bleibt nur zu hoffen, dass er von weiteren Schicksalsschlägen und Haftstrafen verschont bleibt. Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Wie fandst du denn diese Folge? Habe ich dich zumindest etwas überraschen können und zu welchem Rapper würdest du gern mal ein Video sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da, wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Das war's soweit von mir, weiter geht's nächsten Dienstag 16 Uhr. Bis dahin Freunde, macht's gut, gute Reise, wir sehen uns.